In diesem Video möchte ich Ihnen einen allgemeinen Überblick über SAP S/4HANA und das Arbeiten mit dem Fiori Launchpad geben, dem zentralen Einstiegspunkt eines SAP-Anwenders. Dafür schauen wir Sina Sales über die Schulter. Sina ist Mitarbeiterin im Vertriebsinnendienst bei der Algorithmus AG. Nach dem Login über einen Webbrowser befindet sich Sina auf der Startseite ihres Fiori Launchpads. Das Fiori Launchpad ist in 3 Bereiche aufgebaut: einer Menüleiste ganz oben, einer Navigationsleiste, die verschiedene Gruppen beinhaltet, und dem Anwendungsbereich, der die Anwendungen entweder in Form von Kacheln oder Navigationslinks anzeigt. Da Sina im Vertrieb tätig ist, werden ihrer Rolle und den Berechtigungen entsprechend nur die relevanten Gruppen und Anwendungen angezeigt, die für ihre tägliche Arbeit nötig sind. So wird Sina nicht mit unrelevanten Informationen überladen. Die Menüleiste bietet Sina Zugang zu nützlichen Diensten wie Suche, Hilfefunktion und Benachrichtigungen, sowie das Benutzeraktionsmenü, das sie durch Klicken auf das Benutzerbild oder die Initialen öffnet. Ihre letzten oder häufigsten Aktivitäten findet Sina über die Einträge Letzte Aktivitäten und Häufig verwendet. So kann sie schnell und effizient ihre täglich genutzten Funktionen auswählen. Sina kann das Erscheinungsbild nach ihrem Geschmack über Einstellungen im Benutzermenü anpassen, zum Beispiel vom hellen SAP Quartz Theme zu einem dunklen Theme. Außerdem kann sie hier Standardwerte für die verschiedenen Anwendungen vorbelegen, wie zum Beispiel den Buchungskreis, für wenige Eingaben im Tagesgeschäft. Zum Bearbeiten von Gruppen und Anwendungen klickt Sina auf Startseite bearbeiten. Sie kann nun Gruppen und Anwendungen hinzufügen, entfernen, über Drag and Drop neu anordnen oder als Link darstellen lassen. Zudem kann sie den App Finder nutzen, um Anwendungen schnell zu finden. Diese kann sie für den regelmäßigen Gebrauch direkt zu einer Seite hinzufügen, wie in diesem Beispiel die App Verkaufsangebote verwalten für ihre Startseite. Über den Button Schließen wird die Bearbeitung beendet und die Änderung gespeichert. Sina kann ihre Seiten somit individuell und flexibel anpassen für ein angenehmes und benutzerspezifisches Arbeiten. Sina ist auf der Suche nach einer Kundennummer und hat nur den Namen zur Hand. Mit der Suche kann Sina Geschäftsobjekte und Anwendungen ganz einfach finden. Sie gibt einen Suchbegriff ein, zum Beispiel eine Referenznummer oder wie in diesem Beispiel einen Teil eines Namens, und erhält eine Liste von Treffern. Langes Suchen und Überlegen nach speziellen Anwendungen kann somit vermieden werden. Wenn sie nur an einer bestimmten Art von Objekten interessiert ist, wie zum Beispiel Belege, Apps oder Kundendaten, kann sie ihre Suche vorab eingrenzen oder die Ergebnisse weiter nach verschiedenen Bereichen durchsuchen. Wo auch immer Sina sich im System befindet, kann sie auf das Hilfesymbol klicken, das ihr kontextbezogene Hilfe für die Seite oder Anwendung bietet. Sina ruft die jeweilige Anwendung entweder über Kacheln oder Links auf. Die Anwendungen unterscheiden sich hierbei in ihrer Art der Darstellung und der Handhabung. Es gibt zum einen transaktionale Anwendungen, Factsheets, analytische Anwendungen und Overview-Pages, also Übersichtsseiten. Sina verwendet zunächst die transaktionale Anwendung Kundenaufträge verwalten. Mit dieser Art von Anwendung können bestimmte Vorgänge erfasst und weiter bearbeitet werden. Hier kann Sina mit diversen Filterkriterien die entsprechenden Aufträge suchen und weiter bearbeiten, zum Beispiel alle Positionen absagen oder eine Liefersperre setzen. Aus der Anwendung kann Sina in ein Factsheet abspringen, zum Beispiel zu der 360-Grad-Sicht zum Kunden. Bei einem Factsheet werden detailliertere Informationen, hier zum Beispiel Ansprechpartner und die unterschiedlichen Belege zum Kunden angezeigt. Analytische Anwendungen geben auf den ersten Blick einen schnellen Hinweis, wo dringend zu agieren ist. Informationen zu Echtzeitdaten, zum Teil mit einer Farbkodierung, visualisieren dies für Sina. In diesem Fall kontrolliert Sina die Erfüllung von Kundenaufträgen, also bei denen es ein Problem gibt, zum Beispiel bei der Lieferung, bei der sie schnell und einfach eine Liefersperre aufhebt. Sina möchte nun einen Gesamtüberblick erhalten und nutzt hierfür die Overview-Page Meine Verkaufsübersicht. Echtzeitdaten werden in verschiedenen Anwendungen übersichtlich, in sogenannten Karten grafisch oder in Listform zusammengefasst. Bereits im SAP-Standard sind somit performante Auswertungen möglich. Sina kann auch hier die Anordnung der Karten ändern oder in Belege oder Kundendaten für mehr Details navigieren. SAP bietet seinen Nutzern mit dem Fiori Launchpad einen zentralen Zugriff auf ihre Fiori-Apps, die entweder in Form von Kacheln oder Links dargestellt werden. Die intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche kann durch den Anwender nach seinen Bedürfnissen einfach angepasst werden. Durch das Responsive Design ist der Zugriff auf allen Endgeräten möglich, auch mobil für maximale Flexibilität. Insgesamt ist durch die vielen Erleichterungen das Arbeiten mit dem Fiori Launchpad sehr komfortabel und es wird eine höhere Anwenderzufriedenheit erzielt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.